Kassel. Bin jetzt seit insgesamt knapp 35 Jahren in Paraguay. Wir sind jetzt hier am Land, sprich in der Ecke Cordillera, das ist die Provinz hier, und in der Zone Nueva Colombia Emboscada. Hier am Land, wo wir jetzt hier sind, das ist an und für sich alles entstanden, mehr oder weniger durch einen Zufall heraus. Ich habe es einmal gekauft, ich bin 2007 bin ich Vater geworden, habe einen Sohn, habe gesagt, wenn ich den hier ein bisschen aufs Land rausbringen kann und dass der mal nicht immer komplett vom Computer verblödet und am Handy verblödet und ein bisschen mit Tieren aufwächst in der Natur, habe ich gesagt, super, machen wir sowas. Ich habe einfach gebaut. Ich habe meine Leute mittlerweile gekannt, wer was kann. Ich habe ziemlich genaue Vorstellungen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Bin dann auch selber oft mit dabei gewesen bei den Details. Und dann ist das einfach von sich aus gewachsen. Und immer wenn ich was Schönes gesehen habe, habe ich das mit rein integriert. Ja, und das ist dann im Laufe von 10 Jahren dazu geworden, wie es ist. Was hier das Angenehme ist, natürlich, du hast keine Auflagen. Du kannst dich hier austoben, bautechnisch. Du kannst so bauen, wie du willst. Ob sie schön bauen oder ob sie unästhetisch bauen, ist immer das Gleiche. Du musst nur schauen, dass du die Leute so hinkriegst, dass sie so bauen, wie du willst, wie es einem selber gefällt. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Man muss das einfach nur gut organisieren und dann hat man so, wie man will, für den gleichen Preis, als wenn man das irgendeinem anderen übergibt. Das aktuelle Projekt, was ich jetzt am meisten forciere und am Laufen habe, ist das Projekt Loma Porá. Loma Porá ist, jetzt übersetzt heißt das, Loma ist der Hügel, Porá ist auf Guarani der schöne Hügel, würde das heißen, weil es liegt ja auch an einem sehr schönen Hügel. Das sind insgesamt circa 50 Grundstücke. Ein bedeutender Teil ist schon verkauft. Und das sind alles Grundstücke in verschiedener Größe. Das heißt, von ungefähr 500 bis 1000 Quadratmeter hoch bis 6000 Quadratmeter. Teilweise mit super Blick Richtung Asunción runter. Man sieht in der Nacht wunderbar die Skyline von Asunción. Man sieht runter in ein Meer von Bäumen, alles grün, wirklich Blick tief in die Weite hinaus. Hat alles schon Titel auch, die können direkt überschrieben werden auch. Und die Infrastruktur ist soweit auch schon da, nämlich Wasser ist schon da, Strom ist schon da, Straßenbeleuchtung ist da, die Wege sind angelegt. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass es wie eine Insel ist, mitten im Grünen drinnen. Und dass es sehr nah an Asphaltstraßen ist. Das heißt, man lebt zwar absolut im Grünen, ist aber nicht weg von der Zivilisation. Es werden die ersten Häuser schon gebaut. Im Januar ziehen die ersten Leute schon ein. Und wenn ich denke, vor 2,5 Jahren war da noch ein reinster Busch und man konnte keinen Meter reingehen. Was ich auch für ganz wichtig halte, ist, dass der gesamte Papierkram ordentlich geregelt ist. Das heißt, Stichwort Grundstückstitel. Da probiere ich das alles im Vorfeld so aufzubereiten. Wenn ich nicht sicher bin, dass ich in absehbarer Zeit einen Titel habe, habe ich keinen Bock, das zu verkaufen, weil es nur Probleme schafft. Das heißt, ohne Titel hier was kaufen oder zu verkaufen, das ist eine sehr mühsame Geschichte. Erweiterung und nächste Projekte in der Zukunft ist ein kleineres Projekt und das ist mit kleineren Grundstücken, das sind so klassische Plan B, ich nenne das Plan B Grundstücke. Nämlich für Leute, die sagen, die sind in Europa, möchten weg, aber können noch nicht weg, weil sie noch Kinder haben, irgendwelche Verpflichtungen haben und möchten aber schon den Fuß hier haben. Das heißt, sie möchten ein Grundstück haben, sie möchten Cedula haben, sie möchten vielleicht ein Bankkonto haben, vielleicht ein kleines Häuschen, aber nicht das große Geld noch investieren. Aber nur, dass wenn sie wollen, irgendwann mal, dass sie den Schritt machen können und direkt herkommen können und nicht vor dem Nichts dann stehen. Und das sind so die sogenannten Plan B Grundstücke, die sind kleiner gehalten, sind zwischen 400 und 500 Quadratmeter und da habe ich jetzt ein neues Projekt auch, was für diese Leute, glaube ich, ganz interessant ist. Paraguay als Investmentland.
die letzten Jahre gibt es nur eine Entwicklung wirtschaftlich. Paraguay ist immer nach oben gegangen. Ja, es hat nur Wachstum gegeben. Und das ist natürlich jetzt wieder sehr interessant für Leute, die Projekte entwickeln wollen, die Investments suchen, die ihr Geld sicher parken wollen. Das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, so sind die Prognosen, auch nicht ändern. Jedenfalls das Paraguay kann man sehr wohl als sicheren Hafen bezeichnen. Wenn ich so ein Projekt realisiere, anstoße, was daraus dann entsteht. Ich mache nur die Infrastruktur. Ich gebe Platz zur Verfügung und fühlt sich ein bisschen wie ein Fitzgeraldo und man setzt da einfach um und keiner redet einem da viel dazwischen. Und das ist etwas, was ich sehr genieße. Ja.